Hast du dich jemals gefragt, was einen spirituellen Menschen und einem aus der Masse unterscheidet? Und heute wird es sehr, sehr spannend. Wir reden über diese zwei Welten und über die verschiedenen Denkweisen und was diese Menschen wirklich voneinander unterscheidet. Zwischen denen, die glauben, erleuchtet zu sein oder sich auf diesem Weg der Erkenntnis befinden und zwischen denen, die noch im Dunkeln tappen. Aber ich muss dich warnen. Das, was ich dir jetzt gleich in diesem Video erzählen werde, könnte dein Bild von Spiritualität auf deinen Kopf stellen. Also, freu dich drauf. Willkommen, mein Name ist Marco C. Lorenz, ich bin Bewusstseinscoach, Bewusstseinsforscher, beschäftige mich sehr intensiv mit dem Thema Bewusstsein, bin auch Autor des Buches Das große Mysterium, wo es sehr, sehr tief um diese großen Fragen des Lebens geht. Und ja, heute starten wir diese spannende Frage, was unterscheidet eben einen spirituellen Menschen und einen nicht spirituellen Menschen. Ich habe dazu viele Sachen vorbereitet und ja, wie gesagt, das kann dein Weltbild auf jeden Fall ein bisschen sprengen. Ja. Das erste ist auf meiner Liste der Sinn und die Selbstsuche. Ich will übrigens auch mit diesen ganzen Punkten, die ich dir gleich aufzähle, auf keinen Fall sagen, dass ein spiritueller Mensch besser ist als ein nicht spiritueller Mensch. Ich werde auch danach gleich erklären, warum. Ja. Also, der Spirituelle hat oft eben stellt sich diese grundlegenden Fragen des Lebens. Das ist ja im Grunde auch das, was ihn unterscheidet oder was ihn auf diesen spirituellen Weg führt, indem er nicht einfach nur irgendwas dahin tut wie bisher, sondern indem er plötzlich diesen Moment erlangt. Das ist so dieser Moment des ersten Erwachens, aber kein richtiges Erleuchtungserwachen, sondern einfach nur dieses Bewusstwerden. Das ist wie wenn du im Spiegel bist und plötzlich schaust du rein und realisierst, ey, warte mal, da irgendwas stimmt hier nicht. Also du bist in diesem Zug und der Zug fährt und du weißt nicht, wie du in diesen Zug gekommen bist. Du weißt nicht, wer du wirklich bist. Und du stellst dir da die Fragen, wer bist du, wo kommst du her, gibt es einen Gott, warum existiert ein Gott, warum macht ein Gott solche Dinge auf diesem Planeten. Also einfach diese existenziellen Fragen des Lebens. Ja. Dann kommen eben noch Fragen einer höheren Macht dazu. Das heißt, du versuchst nicht alles nur über Physik zu beantworten und über Wissenschaft, sondern stellst dir die Frage und kommst auf diesen Gedanken, dass es durchaus sein kann, dass Menschen, die eben nur wissenschaftlich angehaucht sind, halt einfach noch nicht die richtigen Messgeräte haben, um etwas, was wir noch nicht uns vorstellen können, sichtbar zu machen. Ja? Weil früher, als es geblitzt und gedonnert hat vom Himmel, haben die Menschen die Schafe geschlachtet, weil sie den Gott irgendwas opfern wollten. Ne? Und da kann es sein, dass sich da nicht so viel verändert hat. Ja? Das nächste ist eben eine intensive Selbstreflexion und eine Selbsterforschung. Dass wenn du dich auf diesem Weg befindest, ja, dann wirst du unterm Strich nichts anderes tun, als nicht dich nur mit den Chakren zu beschäftigen und was es da noch alles gibt, sondern in Wirklichkeit fängst du einfach an, dir einen Spiegel vor die Nase zu halten und dir Fragen zu stellen. Fragen in Bezug auf deine Reaktion, Fragen in Bezug auf deine Denkweise, Fragen in Bezug auf was dich definiert, wer du wirklich bist. Und ich kann es dir jetzt schon sagen, du bist immer die Reaktion auf das, was als Ereignis geschieht. Das heißt, es geschieht immer etwas und so wie du reagierst, das definiert dich schlussendlich. Das heißt, das, was du suchst oder wer du glaubst zu sein, ist immer deine Reaktion. Und deine Reaktion kannst du in jedem Moment ändern und schlussendlich bist du das Sammelsurium von verschiedenen Mustern, die sich im Gehirn gespeichert haben als Wahrheiten, Glaubenssätze, Modelle, Weltbilder, Wahrheiten und Co. Und Werte und daraus gibst du sozusagen dann eine Reaktion und das ist das, was dich einzigartig und individuell macht. Ja? Neben deiner ganzen Geschichte und deiner ganzen Erfahrungen, die du bisher gemacht hast, die da noch mit einfließen. Ja? Also im Grunde ist der spirituelle Weg ein Weg, wo man sich halt einen Spiegel vor sich hinstellt und sich nicht nur mit den materiellen Dingen des Lebens fokussiert, also wie kriege ich eine bessere Uhr und wie werde ich noch reicher und keine Ahnung, sondern du stellst dir diesen Spiegel hin und fragst dich, was geht in mir vor, wie kann ich meine Reaktionen besser trainieren und konditionieren und reagieren als das, wie ich aus meinen alten Mustern heraus reagiert habe.
Ja. Das führt eben dazu, dass du eine Reise der Selbstfindung machst, wo du am Schluss dich selbst suchst oder am Anfang dich selbst suchst, weil du noch nicht weißt, wer was du bist. Und im Laufe dieses spirituellen Weges findest du dich selbst. Du findest den Kern deiner selbst und das ist immer die Liebe, das Mitgefühl, die Freude und der Frieden. Ja. Das nächste ist eben, dass dieser Weg oft zu einer Heilungsweg wird, zu einer Art Transformation der Persönlichkeit, der Veränderung deiner Identität, der Veränderung deiner Reaktionen und der Heilung deiner Muster, deiner Traumata und so weiter und so fort. Ja, nicht immer, aber immer öfter. Ja. Du setzt dich natürlich mit den universellen Themen auseinander, die dazu führen, die alltäglichen Sorgen eben der materiellen Menschen, wo sie gefangen sind, gehen bei dir in Richtung, was ist der Sinn meines Lebens, was ist meine Berufung, was ist das, was mich in der Arbeit erfüllt. Man macht plötzlich keine Arbeit mehr aus dem Geld heraus, sondern nur noch aus Erfüllung heraus. Und das führt bei vielen Menschen eben zu einem Konflikt und dieser Konflikt ähm, äh, geht halt in diese Richtung von, okay, ich muss etwas tun, was ich nicht will, aber ich muss das tun, um meine Kinder zu ernähren, meine Miete zu zahlen. Aber er fühlt innerlich, er will was anderes tun, was ihm mehr Spaß macht. Zum Beispiel, du fühlst, du bist eher ein kreativer Mensch, der gern mit Musik sein Geld verdienen will, aber du bist halt in einem Mechanikerjob und das passt immer nicht zusammen und da bist du in diesen Konfliktphase drin, ja. Und was noch ein riesengroßer Unterschied ist, und wir werden gleich zu einer Auflösung kommen, warum der spirituelle Weg oft nicht der bessere ist. Ja? Aber zuerst noch zum nächsten Punkt, und zwar, was dann den spirituellen wirklich maßgeblich unterscheidet von jemandem, einem Normalo, sage ich mal, ist ein Denken außerhalb der Box. Das bedeutet, dass spirituelle Menschen eben eine Bereitschaft haben, über den Tellerrand hinauszuschauen. Dinge zu glauben, wo andere sagen, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ein anderer sagt, ja, ich kann es mir sehr wohl vorstellen, aber spirituell heißt nicht, dass ich sofort glaube, sondern dass man einfach dem Dingen offen gegenüber ist. Ja? Dass man zum Beispiel alternative Modelle, Perspektiven in Bezug auf Wirklichkeit, Existenz, Realität oder auf sich selbst oder auf irgendwelche Heilungssachen machen kann. Also eine Offenheit für Innovation, für kreative, erweiterte Sichtweisen auf das Leben, auf das Universum und dann entwickelt man eine neue Form von Denkmuster, die nicht so konservativ ist. Und das führt eben dazu, dass man in Bereiche in ein Denken eintaucht, was eben von der normalen Masse als außergewöhnlich oder unkonventionell gesehen wird. Ja? Was aber langfristig zu einem neuen Denken führt, einer neuen Denkweise, Denken außerhalb der Norm. Und dieses Denken führt immer zu einer Entwicklung deiner Persönlichkeit, zu kreativeren Ideen, die nicht sozusagen immer einer Norm unterlaufen, die nicht in Schubladen kategorisiert sind. Ja. Bevor wir weitermachen, wenn wir über das Denken out of the box reden, möchte ich dich bitten, dass du diese Box des Videos mal kurz verlässt und mir unten in den Kommentaren eine Sache hinschreibst. Und zwar, ich möchte von dir wissen, was glaubst du, was unterscheidet dich im Vergleich zum Mainstream, zu einer Normalo? Schreib es mir unten rein, das ist sehr, sehr wichtig, weil im Laufe des Videos werden wir darauf tiefer eingehen und das ist gut, dass du dann schauen kannst, was ist aktuell deine aktuelle Denkweise und wie kannst du diese transformieren. Also sehr, sehr spannend, ja. Und wenn du das machst, dann lass mir gleich ein Like da, um den Kanal und meine Arbeit zu unterstützen, um die Welt noch bewusster zu machen. Ja. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar die Wahrnehmung der Realität. Spirituelle Menschen neigen eben dazu, ein dynamisches Miteinander zu entwickeln, so eine Art verbundenes System zu sehen, wo alles miteinander verbunden ist, was schließlich ja auch so ist. Und diese materielle, getrennte, dualistische Denkweise umzuwandeln, also diesen Dualismus in eine Polarität umzuwandeln, zu erkennen, okay, die Erde hat diese zwei Pole und diese sind nicht miteinander getrennt, ja, Nordpol und Südpol. Und genauso sieht der spirituelle Mensch im Laufe seiner Erkenntnisse, im Laufe seiner Reise
den anderen Menschen nicht mehr als ein getrenntes Individuum, sondern als Teil eines großen Organismus, weil alles aus demselben Material besteht und im Grunde dieses Bewusstsein ein Selbstgespräch mit sich selbst führt. Durch das Vergessen ist es eben ermöglicht worden, dass man das Gefühl hat, man selbst zu sein. Ja. Die Werte und die Prioritäten ändern sich maßgeblich von spirituellen Menschen, im Wert auf das, zum Beispiel das Mitgefühl, ähm, ähm, man geht mehr ins Mitgefühl und der Nicht-Spirituelle geht halt mehr auf Erfolg und Wettbewerb und so weiter. Ja. Was jetzt natürlich nicht verwerflich ist, es gehört dazu, um gewisse Sachen anzustreben und Ziele zu erreichen, die man sich auf seelischer Ebene vorgenommen hat. Das nächste ist Umgang mit Herausforderungen. Ja. Spirituelle Menschen haben tiefe Lektionen zu lernen, Wachstum in Bezug auf innere Arbeit, ja, in Bezug auf Muster, in Bezug auf irgendwelche Themen. Und diese Arbeit, an sich zu arbeiten, führt eben zu einer sehr intensiven Lösungsorientierung für sich selbst. Das heißt, man erkennt ziemlich schnell seine Muster, seine Verhaltensweisen, seine Programmierungen und kann sich, wenn man sich damit beschäftigt hat, natürlich dann besser in seinen Reaktionen, besser in der Welt umgeben. Ja, man wird nicht mehr so oft getriggert und emotional ja, ausrasten. Ja. Dann ist oft die Selbstwahrnehmung eine andere, weil die Identifikation von ich bin der Körper und der Körper heißt so, geht dann in Richtung, ich bin ein multidimensionales Wesen und erfahre mich als gerade in einem Körper, durch einen Körper und das ist natürlich eine andere Selbstwahrnehmung. Du bist sozusagen dann wie in einem Film und erlebst dich wie ein Computerspieler, der gerade in einem Avatar sitzt. Ja. Und das macht natürlich einen riesengroßen Unterschied auf die Wahrnehmung. Ja. Das nächste sind deine Zustände. Oft erleben spirituelle Menschen erweiterte Bewusstseinszustände jenseits des Verstandes und das führt eben dazu, dass sie eine tiefere Verbundenheit zum Universum, zum Gott, zur Quelle und so weiter erleben. Ja. Zudem haben spirituelle Menschen oft einen anderen Lebenssinn, der viel mehr in Richtung, was fühlt sich für mich stimmig an, weil die meisten Menschen machen in einen Job, den sie eigentlich gar nicht machen wollen, jammern den ganzen Tag über die Arbeitskollegen, über den Chef, über die Arbeit, tun aber das Ganze immer, also seit 20 Jahren. Ja. Und ein spiritueller Mensch würde nicht jammern, ja. Der würde sagen, okay, ich kündige einfach und ich mache das, was mir Spaß macht, weil es mein Leben ist und ich nicht Opfer bin. Das heißt, das, was dann wirklich unterscheidet, ist, dass man in die Schöpferhaltung geht, anstatt in die Opferhaltung. Ja. Wobei Opfer ist nicht was Besseres ist als Schöpfer, ja, muss man auch sagen. Ja. Ich erkläre gleich dann warum. Ne. Das nächste ist Umgang mit dem Tod und mit der Vergänglichkeit. Der normale Mensch tut sich sehr, sehr schwer zu akzeptieren, dass man sterben wird oder dass andere sterben werden, weswegen da ein riesengroßes Drama aus diesem Thema gemacht wird. Und ein spiritueller Mensch beschäftigt sich halt intensiv also im Leben schon damit und transzendiert diese Angst und erkennt schließlich am Ende dieser Reise, dass er den Tod gar nicht fürchten hätte sollen, sondern dass es nur ein Modell ist, um gewisse Erfahrungen zu machen und dass das Bewusstsein sich dann einfach entkoppelt, ja, und weitermacht mit einer anderen Geschichte. Ja. Dann ist ein großer Unterschied die Kommunikation und die Beziehungen, die man miteinander pflegt, wobei spirituelle Menschen oft Beziehungen pflegen, die nicht zwingend besser sind als die Beziehungen von unspirituellen Menschen, weil ich kenne viele Menschen, die im spirituellen Ego gefangen sind und da habe ich lieber Mainstream-Freunde bei manchen Leuten. Ja. Und da muss man halt voll aufpassen, wie sehr das spirituelle Ego und die Kommunikation und die Verurteilung in der spirituellen Szene da ist. Und da muss man wirklich immer achten. Ja. Eben dann ist eine andere Lebensführung. Die spirituellen Menschen haben in der Regel oft eine andere Lebensführung, meditieren mehr, machen Yoga, ernähren sich bewusster. Dinge, die einfach in der Masse nicht so üblich sind. Ja.
Und das ist das Nächste, und das ist so eines der wichtigsten Dinge, die ich gleich erklären möchte, dass die seelische Bestimmung und die Fokussierung oft davon abhängt, was für ein Leben man hat. Das bedeutet, viele Spirituelle glauben, wenn sie spirituell sind, dass die anderen, die spirituell sind, auch weiterentwickelte Seelen sind. Aber aus meiner Sicht ist es absolut nicht wahr. Ich würde sogar eher das Gegenteil behaupten, wenn du spirituell, muss nicht sein, wenn du spirituell bist, dann bedeutet das, dass du einfach noch nicht so sehr an dir gearbeitet hast im Vorleben und in diesem Leben entschieden hast, einfach ein spiritueller Mensch zu sein. Ja. Und jemand, der nicht spirituell ist, sagen wir mal jemand, der nur Pianist ist oder Sänger, der aber schon sicher vielleicht Beispiel jetzt mal 100 Leben mehr hat oder 1000 Leben oder 100.000 Leben mehr als du, der schon sehr, sehr viel weiter ist, kann irgendwann entschieden haben, ich fokussiere mich jetzt auf das Thema Singen, weil ich mehr Ausdruck in meiner Seele machen will. Und um mich da voll reinzustürzen, muss ich mich voll immersieren von der Welt. Das heißt, ich gehe da voll rein, suche mir Eltern aus, die auch Musiker sind und so weiter und möchte mit dem ganzen spirituellen Thema, weil ich in den letzten 30 Inkarnationen mich damit beschäftigt habe, will ich mich damit gar nicht befassen. Ja? Und werde mich 70 Jahre lang in diesem Leben nur mit diesem Thema Singen beschäftigen, dann vielleicht auch ein bekannter Sänger werden. Und dann, wenn es kurz vor dem Tod geht, vielleicht kommt da dieses, wer bin ich wirklich? Ja? Und dann kann ich die letzten 5 Jahre meines Lebens dann in die spirituelle Richtung gehen. Aber da ich schon so viele Leben darüber gelebt habe, werde ich mir das sehr, sehr einfach tun. Aber was diesen Menschen dann wirklich unterscheidet, auch wenn er nicht spirituell ist, dass er sich spirituell verhält, dass er sehr demütig ist, dass er zuhört, dass er nicht verurteilt, dass er nicht Menschen kategorisiert, sondern sie liebt und fühlt. Ja? Und das ist das, was wirklich spirituelle Menschen ausmacht. Und da müssen sie gar nicht spirituell sein. Und das ist das, worauf ich in diesem Video hinaus will, ist, dass die Menschen, die verurteilen, die werten, die sagen, ah, du bist ein Spiritueller und keine Ahnung was, die haben noch Probleme. Und die gibt es genauso in der spirituellen Szene, die sagen, ah, du bist kein Spiritueller, dann sind die absolut nichts besser. Ja? Und deswegen wollte ich dieses Video machen, um einfach zu zeigen, dass aus meiner Sicht wahre Spiritualität, moderne Spiritualität eine Annahme ist. Annahme anderer Leute, Annahme anderer Rassen, anderer Hautfarben, anderer Denkweisen, anderer Geschlechter, anderer Geimpfter, Ungeimpfter, was auch immer. Und das Annehmen dieser Menschen und das macht wirklich jemanden, der spirituell entwickelt ist, aus. Und deswegen musst du dir die Frage stellen, und das kannst du zu deinem Kommentar zurückgehen und sagen, okay, wie sehr bist du bei deiner Aussage oder in dir selber in dieser Annahme drin? Ja? Das würde mich interessieren, schreib es mir in den Kommentaren rein, wie sehr siehst du dich in diesem Thema Annahme, sagen wir mal 10 Punkte ist ultimative Annahme, 0 Punkte ist, ich tue mir sehr, sehr schwer damit, ich bin immer noch im Dualismus gefangen, im Bewerten, im über andere lästern, andere schlecht machen und so weiter, das ist, oder kritisieren, das ist eben etwas, was ich sehe, dass das eben diesen Grad dieser zwei Welten hat. Ja? Und beide Welten befinden sich eben in diesem Dualismus drin. Ja? Das nächste ist eben das spirituelle Ego, wie ich schon gerade angesprochen habe, und die Falle der Überlegenheit, dass viele eben glauben, dass sie etwas Besseres sind, weil sie eben diese konventionellen Denkmuster nicht haben, aber sofern sie glauben, was Besseres zu sein, sind sie selber in einem dualistischen Denksystem drin, was absolut nicht besser ist als das andere. Und da sind sie sozusagen von einer Schublade in die nächste gefallen und in Wirklichkeit ja, einfach dann sozusagen selbst Opfer dieser Denkweise dieses morphischen Feldes. Und deswegen ist aus meiner Sicht wahre Spiritualität einfach das Erkennen, wer du wirklich bist und wie du deine Reaktionen mehr in also in diese Liebe bringst, damit du mit Mitgefühl und mit Verständnis handelst. Ja. Das nächste ist aus meiner Sicht die wahre Essenz der Spiritualität, dass man eben sich aus diesen Schubladendenken befreit, eben wie ich gerade gesagt habe, den Menschen mit all seinen Fehlern liebt, wie er ist, in sein Verhalten und so weiter. Und egal, ob er jetzt irgendwelche gravierenden Fehler gemacht hat, einfach zu erkennen, der hat gehandelt auf Basis seiner Muster und der hat halt Probleme und ich sollte ihm unterstützen, zu erkennen, dass diese Muster ihm nicht dienlich sind. Ja? Also sprich,
Akzeptanz und Mitgefühl statt Verurteilung. Das ist so die ganze Sache. Und schlussendlich, wenn man dann auf diesem Weg ist und sich dann sehr weit entwickelt hat, kommt man dann irgendwann zu der Thematik Ego. Ja? Und zwar Überwindung des Egos. Ja? Das bedeutet, dass man eben realisiert, dass derjenige, der in dir ist, dass dieses Ich, dass das schlussendlich nur ein Sammelsurium aus Informationen ist, Programmierungen der Außenwelt, wo du einen Namen bekommen hast, wo du dich mit Dingen, die dein Besitztümer sind, identifizierst, ich und mein Haus, ich und mein Auto, ich und meine Frau und so weiter. Und dadurch das Ego sozusagen Besitz von dir ergriffen hat und dann geht es in diese Transzendenz dieses Egos, dass du diese ganzen Muster und diese Reaktionen und alles, dein ganzes Verhalten hinterfragst und dich davon befreist, dass du dann in dieses zweite, wirkliche Erwachen kommst. Und das ist dann dieses Realisieren, wer du wirklich bist und diesen, nicht nur das theoretische Realisieren, sondern das erlebbare Realisieren. Und dazu habe ich ein Buch geschrieben und zwar Das große Mysterium. Das ist eine Reise, wo ich dich mitnehme durch 4 Pfade. Der erste Pfad ist eben die Konstruktion der Realität. Der zweite Pfad ist die Bildung der Individualität, weil du kannst nur dich selbst verstehen, wenn du verstehst, wo befindest du dich gerade in der Realität, wie ist die Realität konstruiert. Und der dritte Pfad ist eben das Bewusstsein, welches sich ergibt aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Individualitäten in dieser Konstruktion und wie das funktioniert und wie sich Bewusstsein daraus bildet. Das heißt, ich bin eine Individualität, ich erzähle dir gerade etwas, du wirst dir dessen bewusst und bildest dadurch Bewusstsein. Und das dritte ist, oder der vierte Säule ist dann der Sinn dieses Zusammenspiels, also sprich, wie Gott sich selbst sozusagen erschafft und diesen Organismus am Leben erhält. Also sehr, sehr spannendes Buch. Es ist so eine Art wie ein Roman geschrieben, wo ich dich durch meine Erfahrungsberichte mitnehme und diese ganzen Channelings, die ich in diesen erweiterten Zuständen habe, die einfach dort zeige, dass es ist nicht einmal ein Buch, was ich so geschrieben habe, sondern es ist ein Abenteuer, wo du beim Lesen das Gefühl hast, du bist mittendrin und erlebst das selbst und bist dann dort und lernst dabei und das Ziel des Buches ist, dass es dich selbst dann sozusagen transformiert, dass du in dieses Erwachen hineinkommst. Das Buch ist ab jetzt vorbestellbar und würde mich sehr, sehr freuen auf Feedback, wenn du es dann gelesen hast. Ja, wie soll ich sagen? Das Resümee dieses Videos ist aus meiner Sicht, dass es eigentlich keine spirituellen Menschen gibt, wie auch keine unspirituellen Menschen gibt, sondern dass es lediglich Menschen gibt, die entschieden haben, gewisse Erfahrungen zu machen und dass diese Erfahrungen einfach gerade gemacht werden, weil dieser große Organismus ist wie so ein Auto und das Auto muss fahren. Ja? Und das Auto kann nur fahren, wenn die richtigen Zahnräder sind, wenn ein Lenkrad da ist, wenn Tank drin ist, wenn jemand da ist, der dieses Auto fährt, wenn eine Glasscheibe drin ist, wenn ein Sitz drin ist. Und jeder von uns hat eine Aufgabe in diesem Leben, eben eines dieser Einzelteile zu sein, damit eine Geschichte des Lebens entsteht und das Leben so gelebt werden kann. Ja? Und deswegen sollte man sich erfreuen an den anderen, egal ob der ein Kassierer an der Kasse ist oder ob das ein großer spiritueller Lehrer ist. Es ist nichts Besseres, es bedarf beides. Der große spirituelle Lehrer muss genauso einkaufen gehen und braucht einen Kassierer und der Kassierer braucht oft den Autor oder den Lehrer, der ihm hilft, noch schöner und klarer mit der Welt klarzukommen. Und deswegen ist jeder auf diesem Planeten ein Teil eines Organismus und darum geht es mir um das Thema Akzeptanz, Mitgefühl und Verständnis. Ja. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und ich hoffe, du konntest viel, viel lernen. Es ist mir eine riesengroße Freude, dass du ein Teil meiner Community bist, dass du dich mit diesen Themen beschäftigst. Richtig cool. Ja. Und vielen lieben Dank nochmal fürs Kommentieren, Kommentieren wegen den Algorithmus, damit er diese Art von Videos unterstützt und die Welt noch besser macht und für das Liken und für das Teilen an deine Freunde. Also, ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen und bis bald. Ciao.